So, herzlich willkommen zum nächsten Video. Heute geht's ans Eingemachte, heute wird's spannend. Heute gibt es mal Inhalt. Nicht einfach nur bla 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 drumherum, sondern direkt mal ein Thema. Ähm, Im Titel habt ihr schon gelesen, worum es heute gehen soll. Warum habe ich dieses Thema genommen? Mir ist aufgefallen, dass dieses Thema unheimlich wichtig ist. Unheimlich wichtig und gleichzeitig, so komisch es klingt, fast nicht beleuchtet wird. Es ist bei den meisten Leuten im alltäglichen Leben kaum ein Thema, kaum jemand denkt darüber nach, kaum jemand trifft sich mit Freunden und sagt, hey, wir reden mal über das Thema, wie mag ich mich selbst, wie liebe ich mich selbst, Self-Love, man kann es nennen, wie man es möchte, es läuft alles auf selbe hinaus. Ähm, Ich muss dazu sagen, ich kenne ein paar sehr wundervolle Menschen, habe sehr tolle Freunde und habe auch jetzt gerade in der ganzen Corona-Zeit und auch 2021 speziell nochmal ein paar Leute kennengelernt, wo ich sagen muss, wow, die sind einfach toll. Und ja, letztens auf dem Spaziergang, da hat es einfach Klick gemacht für mich. Ich habe gemerkt, irgendwie bei meinen Freunden und auch bei den Leuten, die ich jetzt neu kennengelernt habe, die ich auch zu meinen Freunden zähle, ähm, die haben alle ein und dasselbe Thema in irgendeiner Art und Weise. Die sind einfach von sich drin tief echt gute Menschen, aber die sehen es selbst nicht so. Die fühlen das einfach nicht. Die zweifeln an sich zum Teil, die verbringen unheimliche Leistungen jeden Tag. Dinge, zu denen andere ja, nicht wirklich imstande wären, zu denen ich teilweise auch nicht imstande bin. Aber die fühlen es nicht, dass die irgendwas Wundervolles vollbringen. Und da hat es für mich Klick gemacht, dass dieses Thema so häufig aufkommt, dass ich mir dachte, das muss ich einfach als ja, erstes inhaltliches Thema nehmen für den Channel, für die Videos, weil, boah, das scheint so viele Leute zu betreffen. Und ja, dementsprechend sollte es auch für euch ein Thema sein, dann hört einfach gespannt zu und lasst es mal auf euch wirken. Den Einstieg habe ich mir wie folgt gedacht. Ich habe mir eine kleine Übung ausgedacht, die ja ein bisschen crazy sein könnte, aber ich finde sie geil. Also, lehnt euch einfach mal zurück, ganz entspannte Position, atmet mal tief durch. Schließt auch gerne die Augen, das kann den Effekt nochmal ein bisschen verstärken und denkt euch einfach mal oder sagt es auch ruhig zu euch. Ich bin gut. Ich mag mich so, wie ich bin. Ich bin ein wundervoller Mensch und ich vollbringe jeden Tag unglaublich tolle Sachen. Ihr könnt auch gern zurückspulen, könnt nochmal hinhören. Ihr müsst auch nicht eins zu eins die Worte benutzen, die ich jetzt benutzt habe gerade, sondern ihr könnt eure Worte benutzen. Das ist vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Und die Aufgabe ist, fühlt mal in euch rein, was das mit euch macht. Ich wäre jetzt nicht verwundert, wenn sich das völlig komisch anfühlt. Da wäre ich auch gar nicht verwundert, wenn das das erste Mal gewesen wäre, dass sowas überhaupt ihr zu euch gesagt habt. Wenn ihr darüber noch nie drüber nachgedacht habt, mal mit euch so zu reden. Denn so ging es mir auf jeden Fall auch ganz, ganz lange. Ich habe mir selber sowas nie gesagt. Und selbst wenn ich es gesagt hätte, ich glaube, es wäre mir mega unangenehm gewesen. Deswegen diese Übung. Warum? Um einfach mal zu zeigen, wie wichtig das Thema ist. Weil wenn man sowas nicht für sich selber akzeptieren kann, wenn man sich sowas sagt, dann geht es daran zu arbeiten. Und dafür ist das Video heute da, dass wir mal gucken, hey, wie kommt man dahin, dass man sich selber mag, akzeptiert, die Dinge, die man tut, wertschätzt, egal wie groß sie sind, ob es jetzt ein Studienabschluss ist, dass man seine Ausbildung geschafft hat oder was auch immer. Das sind immer diese großen Dinge, aber um die geht es nicht. Es geht um die winzig kleinen Dinge im Alltag, die so unglaublich wichtig sind. Ja. In diesem Sinne, ich dachte es mir so, dass wir uns zuerst mal fix angucken, was passiert eigentlich, wenn man sich selbst nicht akzeptiert, wenn man sich selbst nicht mag. Also was ist der Umkehrschluss, wenn einem das fehlt? Und meistens ist es so, dass man ja sehr leicht beeinflussbar ist von außen, von den Dingen, die andere Leute einem sagen. Wo andere Leute einem sagen, wer man ist oder wer man nicht ist. Ja? Da entwickelt sich ein Bild, das kriegt man von sich selbst dann. Aufgrund all der Sachen, die einem gesagt werden, von den Eltern, Freunden, Chefs, von wem auch immer. Man kriegt ja so viele Eindrücke und auf dieser Welt sagen einem so viele Leute, auch wenn man sie gar nicht danach gefragt hat, ständig die eigene Meinung und teilweise ist sie nicht nett, um es mal noch vorsichtig zu formulieren. Ja, manchmal kriegt man auch völlig ungerechtfertigterweise irgendwelche Dinge in den Kopf geworfen, mit denen man gar nicht gerechnet hat. Und ja,
wenn man sich selbst nicht mag, was passiert denn dann, wenn jemand einem sowas an den Kopf wirft? Man nimmt sich das zu Herzen, man hinterfragt das und naja, wenn sowas auch öfter passiert und wenn ständig Leute ähnliche Dinge sagen, irgendwann ist das die eigene Realität, dann gibt es ja gar keinen Zweifel dran, oder? Wenn das jeder so sieht, dann muss es ja so sein, egal ob man es selber so sieht oder auch nicht. Und ja, wofür oder wozu führt das noch? Wenn man sich selbst nicht mag, wenn man sich selbst nicht motivieren kann, schöne Sachen sagen kann und sich selbst für die Dinge, die man tut, loben kann, dann braucht man Lob von außen, damit man sich einfach wohlfühlt, wertgeschätzt fühlt, der Meinung ist, dass man irgendwas vollbringt, dass man eine Daseinsberechtigung hat, könnte man fast sagen. Ja, und wozu führt das, wenn man das immer von außen braucht? Ja klar, wenn jemand gerade sowas einem sagt, dann fühlt man sich gut. Dann kann man sich auch mal echt sagen, hey, gut gemacht. Oder andere Leute, ne, belobigen einen. Und das ist ein Riesenproblem. Denn es ist nicht immer so, dass Leute nur sagen, hey, das hast du gut gemacht, sondern Leute sagen auch mal, das hast du nicht gut gemacht, das hast du schlecht gemacht. Da hast du mal richtig reingeschissen. Das passiert halt genauso. Und was bedeutet das unterm Strich? Das eigene Wohlbefinden, das eigene Gefühl, wie man drauf ist, das geht so hoch und runter, immer hoch und runter. Und das Fiese daran ist, dass die Sachen, wenn einem jemand sagt, man ist gut, ne, diese Hochgefühle, die halten meistens nicht so lange an, wie wenn jemand einmal sagt, ey, du bist so richtig kacke. Das trifft einen und das nimmt einen mit, und wenn man sowas oft genug bekommt, dann formt das die eigene Persönlichkeit. Und ja, das ist nicht schön. Deshalb erzähle ich das heute, weil ja, man kommt irgendwann auf die Idee, falsch zu sein. Man hat das Gefühl, man muss sich verändern, man muss Leuten gefallen, damit sie einem nette Sachen sagen, weil man möchte unbedingt, dass sie einem nette Sachen sagen, denn das fühlt sich toll an. Und man rennt immer dieser Vorstellung hinterher, sich selbst anpassen zu müssen, dass man nicht so sein darf, wie man eigentlich tief in sich drin ist, sondern dass man Kritik annehmen sollte, weil hey, wenn man kritikunfähig ist, dann ist das ja schlecht, oder? Das ist immer wieder eigentlich derselbe Kreislauf, den ich jetzt persönlich bei mir beobachtet habe, aber auch bei all den wundervollen Menschen um mich herum beobachtet habe. Und da möchte ich heute mal einen Anreiz bieten, rauszukommen, auszubrechen und Kraft und Motivation zu schöpfen. Weil, naja, ich sag's mal so, ich kenne euch zwar nicht, jetzt jeden persönlich, und auch wenn jetzt gerade neue Leute auf den Channel hinzukommen, klar, ich kenne euch nicht, aber eins habe ich beobachten können in meiner Vergangenheit, und zwar, jeder Mensch hat irgendwas Besonderes an sich. Jeder Mensch hat irgendeine Fähigkeit, irgendeine Charaktereigenschaft, die einfach unheimlich liebenswert ist, die einfach toll ist und die ihn zu dem macht, was er ist. Das können viele kleine verschiedenste Dinge sein. Das wisst ihr am besten. Was sind eure Stärken? Macht euch mal Gedanken darüber, was sind eure Stärken? Und wie sehen andere Leute das teilweise? Ich zum Beispiel habe immer das Gefühl gehabt, ich lerne zum Beispiel ziemlich schnell und kann Sachen gut aufnehmen, wie in der Schule beispielsweise damals, und versuchen das weiterzugeben. Meine Motivation war immer, Leute zu inspirieren, das mitzugeben, zusammen mit Leuten irgendwas Geiles zu schaffen. Das war schon in der Grundschule so. Und ja, leider ist es oftmals falsch angekommen und wurde als angeberisch und arrogant wahrgenommen zum Beispiel. Das hat über die Zeit dazu geführt, dass ich mich da extremst angepasst habe. Weil, wer möchte schon arrogant genannt werden oder ein Streber genannt werden, das fühlt sich nicht gut an. Das hat dazu geführt, dass ich mich in eine komplett andere Richtung entwickelt habe und nicht mehr der war, der ich bin. Nicht ansatzweise der war, der ich bin. Und ich habe mich damit nicht wohlgefühlt, weil jeden Tag habe ich gegen mich, gegen das, was tief in mir drin ist, einfach ankämpfen müssen. Und davor möchte ich euch ein bisschen bewahren, oder, klar, bewahren kann ich euch davor nicht, sondern ich möchte euch einfach ein bisschen meine Hand reichen und sagen, komm, wir schaffen das. Dass ihr so einen kleinen Anstoß bekommt und das mal probieren könnt. Wie könnt ihr das umsetzen? Mir hat es extrem geholfen, mir das erstmal bewusst zu machen, dass ich mich nicht selbst so wertschätze, wie ich das eigentlich verdient habe von mir selbst. Das war der erste Punkt, einfach das bewusst wahrzunehmen. Und im weiteren Verlauf, so wie in dieser kleinen Übung, habe ich mir das immer mal wieder gesagt, anhand von kleinen Dingen auch teilweise. Das waren keine großen Dinge. Bei mir war es sowas wie regelmäßig meine Wohnung
in Schuss bringen, hatte ich beim letzten Mal, glaube ich, schon gesagt. Das waren andere kleine Dinge wie regelmäßig Sport machen. Gut, das ist schon ein großes Ding. Einfach das zu tun, worauf ich Lust habe. Und wenn ich das gemacht habe, mich dann auch darüber zu freuen, ja? Mir das aktiv ins Gedächtnis zu rufen. Was kann dir noch dabei helfen? Das ist auch ein unheimlich gutes Mittel. Schreibt euch die Sachen einfach mal auf. Was sind die Stärken? Was findet ihr gut? Wofür seid ihr dankbar zum Beispiel? Was möchtet ihr unbedingt beibehalten? Was sollte euch niemals abhanden kommen? Oder wo möchtet ihr wieder hinkommen? Wo wart ihr mal? Früher vielleicht, bevor es angefangen hat, dass Leute euch gesagt haben, hey, ihr könnt das nicht gut oder ihr seid komisch, ihr fallt auf oder so. Schreibt euch das ruhig mal auf und in der Anfangszeit lest euch das durch. Einmal nach dem Aufstehen, einmal vorm Schlafen gehen. Bringt euch einfach mal in diesen Modus rein, dass ihr von Anfang an jedem Tag wisst, hey, so geht's heute ab. Und macht das über eine Weile. Und ihr werdet feststellen, das verändert einiges. Ihr geht ganz, ganz anders ran und mit der Zeit ändert sich das von, dass andere Leute über euch irgendeine Macht haben, euch zu sagen, ihr seid doof, hinzu, dass ihr genau wisst, was euch gut tut, wer ihr seid und sich das umwandelt, dass ihr dann auf einmal versteht, hey, der sagt das gerade nicht, um mir zu helfen, sondern der ist vielleicht einfach nur neidisch oder dem gefällt das nicht, dass ich so frei bin und der hat Angst davor, selber so zu sein. Und damit er nicht ständig damit konfrontiert werden muss, sagt er mir das einfach, damit ich aufhöre damit. Und das wandelt sich auf einmal. Egal, was die Leute euch dann sagen, ihr seid derjenige, der beurteilt, ist das wahr oder ist das nicht wahr. Das Einzige, was nämlich zählt bei all diesen Dingen, ist, wie ihr das seht. Das Einzige, was zählt, ist, ob ihr sagt, ja, das könnt ihr vertreten, da steht ihr dahinter, das ist gut so. Denn, sind wir mal ehrlich, der Einzige, der mit euch jeden Tag die ganze Zeit zusammen ist, seid ihr. Und ihr seid der Einzige auch, der sehen kann, wie viel Power ihr investiert und wie viel Kraft und Energie reinfließt in eine gewisse Sache. Die Leute loben einen immer nur fürs Ergebnis. Die loben einen selten dafür, dass man sich den Arsch aufreißt. Und genau darum geht's. Jeden Tag sich seinen verdammten Hintern aufzureißen und alles zu geben, was man hat. Und hey, wer kann dann besser beurteilen, ob ihr alles gegeben habt oder nicht, als ihr selbst? Das kann kein anderes. Kann teilweise nicht mehr der eigene Partner. Weil der sieht nicht, was bei euch im Kopf drin abgeht. Er sieht halt teilweise auch nur die Ergebnisse. Kriegt zwar schon mehr mit von euch, aber nicht so viel wie ihr. Der weiß auch gar nicht, wie sehr ihr euch überwinden musstet, teilweise für gewisse Dinge. Und belobigt euch einfach mal selbst dafür. Seid zufrieden mit dem, was ihr macht und kommt in diesen Modus rein, wo ihr einfach das Gefühl habt, ja, ich bin genau gut so, wie ich bin. Ich bin toll, ich bin wundervoll. Sagt euch das, genießt das und entwickelt ein Gefühl dafür, dass es tief von euch drin rauskommt und ihr einfach von der Außenwelt nicht mehr so beeinflussbar seid. Denn, das ist ganz wichtig, das ist für alle weiteren Videos auch sehr, sehr hilfreich, weil alles, was jetzt von mir auch kommen wird, ja, da braucht man teilweise Motivation dafür, um die Dinge umsetzen zu können, wenn es ums Thema Sport, Ernährung, was auch immer geht. Und hey, der komische, verrückte Markus, der ist nicht immer da. Klar, man kann sich die Videos angucken, aber jeden Tag seid ihr die Einzigen, die euch so richtig motivieren könnt. Deshalb dieses Video, weil ich einfach gemerkt habe, es ist mal wichtig, auch euch zu sagen, den Leuten da draußen, ey, ihr seid geil, genauso wie ihr seid. Ich meine das nicht so, dass ihr in irgendeine arrogante Richtung abdriften sollt und jetzt den ganzen Tag rumrennen und sagt, ich bin der Tollste, ja. Darum geht es gar nicht. Es geht einfach darum, dass ihr es fühlt und euch das zugesteht, dass ihr merkt, ihr seid gut genug. Weil dieses nicht gut genug sein Gefühl, das hat man so schnell, ja, wenn die Leute einen runtermachen, sage ich mal. Und genau deshalb, guckt euch das Video an, macht die Übung ruhig, macht die Übung vielleicht auch 1-2 Mal. Guckt auch mal, wie sich das verändert hat bei euch über die Zeit, wenn ihr das erste Mal das gemacht habt, wie hat sich das angefühlt. Und wenn ihr das noch ein paar Wochen später macht, nachdem ihr vielleicht euch diese andere Stütze genommen habt mit dem Aufschreiben und das dann immer mal wieder sich selbst sagen, guckt euch mal an, wie sich das verändert. Und genießt das, genießt den Prozess, kommt dahin, dass ihr das aus tiefstem Herzen sagen könnt und dabei auch ein Lächeln bekommt. Ich kriege jedes Mal ein Lächeln mittlerweile, wenn ich mir das denke, weil es einfach viel zu schön ist. Ja, das war schon mal ein bisschen inhaltlicheres Video. In diesem Sinne, viel Spaß damit. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr es schafft,
dass ihr die Kraft dazu habt und euch das einfach mal traut. Und ja, bis zum nächsten Video. Einfach mal wieder ein typisches von mir. Let's go!